Da wir jetzt die letzten Wochen schon mehrmals die Anfrage bekommen haben, wie wir unsere Drohnenaufnahmen gemacht haben und aus welchen Komponenten wir die Drohnen zusammen gemacht haben, versuchen wir heute einfach mal euch so einen kleinen Überblick mit dem Video hier zu geben. Der Frame besteht aus einem DJI S800 Evo Hexakopter. Alle 6 Arme jeweils sind einzeln abnehmbar. Ebenso haben wir dann von DJI die NAZA bzw. NASA Steuerung verwendet. Wir fliegen damit GPS gesteuert. Das hier vorne ist das GPS-Modul und das Ganze hat dann ein hochklappbares Landegestell, damit man auch 360 Grad das Gimbal unten schwenken kann. Damit hat man dann eigentlich auch keine Einschränkungen im Sichtfeld. Als Fernsteuerung haben wir uns für eine Graupner entschieden, die Graupner MZ18. Das ist zwar ein bisschen ein teureres Modell, aber es ist einfach super einfach zu bedienen, ist alles per Touch machbar, hat sogar Sprachausgabe und es ist wirklich sehr benutzerfreundlich. Als Flugakku haben wir hier eine eher billigere Variante, ist aber dafür recht leicht und hat eine dafür recht gute Kapazität. Wir haben 8000 mAh für 1,1 Kilogramm mit 6 Zellen, das ist schon sehr gut. Das Gimbal an sich ist von ACR Systems, das B-Steady One ist schon ein bisschen älter, aber funktioniert eigentlich ganz gut. Wir hatten allerdings recht lange noch trotz dem Gimbal noch Probleme mit Vibrationen. Diese Vibrationen konnten wir dann beheben, indem uns Composite Point Taiga Alpha Gel zur Verfügung gestellt hat. Das sind Gel-Pads, aus denen wir dann unsere eigene Anti-Vibrationsplatte hergestellt haben. Diese besteht aus 3 Ebenen und wir mussten ein paar Adapterplatten noch machen und Messingstifte, um das alles verbinden zu können. Aber im Endeffekt funktioniert das ganz gut. Hier seht ihr jetzt mal, wie wir einfach unsere ersten Aufnahmen waren. Wir sind sehr verwackelt, sehr unscharf, auch sehr viel Bewegung im Bild drin. Und hier jetzt einfach mal ein Beispiel. Wir sind wirklich mit unserem Anti-Vibrationsplatte geschafft haben, die Vibrationen wegzubekommen. Das Tolle bei dem Gimbal ist, es sehr modular aufgebaut, das heißt, wir können einfach einen simplen LC-Empfänger einstecken. Dann kann man mit einer weiteren Fernbedienung, in unserem Fall jetzt der MX12, das Gimbal steuern. Das heißt, es können 2 Personen unabhängig voneinander, einer kann den Kopter steuern und der andere kann die Kameraausrichtung steuern. Um die Kamera vernünftig ausrichten zu können, muss man natürlich erstmal wissen, was man filmt. Das heißt, man muss sehen, was die Kamera filmt. Dazu haben wir uns auch was überlegt. Und zwar haben wir uns einen AV-Transmitter besorgt. Dieser besteht aus einer Sendeeinheit und einer Empfängereinheit. Das Problem ist allerdings nur, dass die Panasonic GH4, mit der wir filmen, nur einen Micro-HDMI-Ausgang hat. Das heißt, wir bekommen hier das HDMI-Signal rein, geht dann in diesen HDMI zu HV-Konverter und das AV-Signal geht dann in den Sender und der sendet das AV-Signal. Das Videosignal wird dann hier von diesem AV-Receiver empfangen und geht dann hier in unseren mobilen Bildschirm rein. Dann kann man auch ganz gut sehen, was man filmt. Dabei war jetzt allerdings ein Problem, dass der Sender eine externe Stromquelle benötigt. Das haben wir dann gelöst, indem wir die Gimbal-Akkus von B-Steady, die eigentlich nur, ich zeig's mal gerade, die eigentlich nur einen solchen Anschluss haben, ein bisschen modifiziert haben und einen zweiten Stromanschluss angelötet haben, sodass jetzt quasi parallel geschaltet das Gimbal und die Sendeeinheit mit Strom versorgt wird. Das funktioniert auch ganz gut, da die echt eine lange Kapazität haben und das Gimbal jetzt auch nicht so viel Strom verbraucht.